Die Skyline von Warschau. Symbol für ein Land auf Erfolgskurs. Polens Wirtschaft boomt. Und der Wandel ist deutlich sichtbar. Innerhalb von 15 Jahren hat sich in Polen die Gruppe der reichsten Menschen verfünffacht. Von den Ultrareichen gibt es fast 100.000. Der wirtschaftliche Unterschied zwischen Polen und Deutschland verschwindet. Die Polen können sich nun einen ähnlichen Standard leisten. Immer mehr Unternehmer gelangen zu Reichtum. Was steckt hinter dem neuen Wohlstand? Wie lebt hier die neue Oberschicht? Ist das aus Gold? Auch für unsere Wohnung. Paris Hilton hat mich angerufen vor 2 Wochen. Ganz normale Leute. Mit dem Erfolg tankt ein ganzes Land neues Selbstbewusstsein. Mit Stolz kann ich heute sagen, dass ich aus Polen komme. Polnisch sein ist vor allem ein Symbol für harte Arbeit, Intelligenz und hohe Qualität. 4 Top-Unternehmer nehmen uns mit in die Welt der neuen Eliten in Polen. Golf ist das Einzige, wo ich nicht an Arbeit denke. Um den Ball aus großer Entfernung in das Loch zu spielen, muss ich konzentriert sein, wie ein Laser. Ich bin umgeben von Grün, weit weg vom Büro, weit weg von zu Hause. Ohne das könnte ich nicht leben. Gosia Leitner, 42, eine der bekanntesten Frauen im polnischen Modebusiness. Sie leitet eine renommierte Modelagentur und ist Influencerin in Warschau. Der erste Moment, als ich merkte, dass ich wohl etwas richtig gemacht habe, war die Auszeichnung Top 10 Unternehmerinnen in Polen. Erst als ich mit meinen Eltern zu der Preisverleihung gegangen bin, wurde mir klar, dass mein Traum, eine Top-Agentur zu führen, wahr geworden ist. Einer der belebtesten Orte Warschaus, die sogenannten Goldenen Terrassen vor einer Shopping Mall. Okay, Mädels, ihr habt die letzte Chance, mich heute vor den Goldenen Terrassen im Zentrum Warschaus zu treffen und völlig kostenlos ein Stipendium an meiner Modelschule und einen Vertrag zu bekommen. Die Modelagentin sucht nach neuen Gesichtern für Modeschauen in Paris, Mailand und Miami. Eine Person zu finden, die für Paris in Frage kommt, ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Je länger ich hier stehe und viele Menschen an mir vorbeiziehen, desto größer ist die Chance, dass ich auf ein Mädchen treffe, das die Anforderungen erfüllt und den Vertrag bekommt. Ein paar Minuten später, die ersten Mädchen folgen Gosia Leitners Aufruf auf Instagram. Hallo, cześć. Natalia, Gosia, jestem Eine der beiden weckt gleich ihr Interesse, die 14-jährige Diana. Okay, Diana, ile masz wzrostu? I'm just gonna check the light. Okay, ich checke kurz das Licht. Stell dich hier hin. Schau zu mir. Okay, drehen. Ein bisschen tiefer, tiefer. Kinn noch tiefer. Ich habe gerade Diana kennengelernt. Sie ist 1,76 Meter groß und hat ein sehr schönes Gesicht. Ich war wirklich überrascht, wie schön sie auf dem Foto rüberkommt. Wenn wir heute keine bessere finden, dann bekommt sie das Stipendium. Wirklich gut. Ich bin mir nicht sicher wegen ihrer Hüfte und Taille. Sie hat eigentlich keine Idealmaße für Paris. Dort gelten sehr strenge Standards. Aber ich bin sehr zufrieden, weil sie motiviert ist. Models aus Polen
werden auf internationalen Laufstegen immer populärer. Gosia Leitner hat daran großen Anteil. Gdynia an der Ostseeküste. Eine moderne Hafenstadt mit 250.000 Einwohnern. Sie gilt als eine der lebenswertesten Städte Polens. Als ich das erste Mal in Deutschland war, konnte ich mir nicht einmal ein gutes Dessert leisten. Und jetzt kaufen wir dort Autos, einfach weil sie günstiger sind. Wir wollten wohlhabender leben und dafür haben wir hart gearbeitet. Paweł Wojcinski, 45, hat sich als Makler auf den Premium-Immobilienmarkt spezialisiert. Seit 15 Jahren ist er im Geschäft. Der Sea Tower von Gdynia, eine der teuersten Adressen der Stadt. Hier machte Paweł Wojcinski einen seiner spektakulärsten Deals, einen Penthouse-Verkauf für umgerechnet knapp 4 Millionen Euro. Vor 3 Jahren habe ich in diesem Gebäude ein Penthouse verkauft. Damals war es der teuerste Deal Polens. Wir suchen immer das Besondere für unsere Kunden. Und diese Wohnung erfüllt das. Dieses Apartment könnte Paweł Wojcinskis nächster Millionendeal werden. 80 Quadratmeter mit Blick auf Yachthafen und Strand. Der Preis? Rund 1,5 Millionen Euro. Tendenz steigend. Viele Kunden kommen aus Deutschland oder Skandinavien. Die Europäische Union hat uns die Möglichkeit gegeben, Immobilien an viele Millionäre aus dem Ausland zu verkaufen. Es ist nicht so, dass ein Kunde nur ein Apartment hätte. Es gibt Kunden, die haben 5, 10 oder 15 Immobilien. Die steigen ständig im Wert und lassen sie für sich arbeiten. Meine Kunden sind sehr erfahren und sehr reich. Sie können alles haben. Es ist nicht so, dass sie zu uns kommen, weil sie etwas müssen. Sie müssen gar nichts. Wir versuchen, in ihnen den Wunsch zu wecken, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Und darunter sind auch immer mehr polnische Landsleute. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, to jest to. Paweł Wojcinski besucht langjährige Klienten. Das Ehepaar hat sich mit Pawełs Hilfe schon einige Apartments zugelegt. Dabei soll es nicht bleiben. Die beiden sind reich geworden mit Fastfood-Restaurants, schaffen es seit mehreren Jahren auf die polnische Forbes-Liste der erfolgreichsten Unternehmer. Auf das Treffen und auf die Wohnung. Nun, er ist Fachmann, Spezialist, weiß, was wir als Kunden erwarten. Und unsere Erwartungen im Premium-Segment sind oft besondere. Daher ist dieser Kontakt so wichtig. Manche Beziehungen entwickeln sich mitunter zu Freundschaften. Aber vor allem sind wir hier, um beim Verkauf oder beim Kauf zu unterstützen. Das Ehepaar Borucki hat einen langen, steinigen Weg hinter sich. 1995 eröffneten sie ihr erstes Restaurant in Lodz. Wir investieren viel. Erst letzte Woche haben wir das 12. Restaurant eröffnet. Also eine sehr große Investition. Ich werde nicht sagen, wie groß, aber sie war sehr groß. Einige Millionen. Was die Umsätze betrifft, nun ja, im vergangenen Jahr 2024 lagen sie auf dem Niveau von, wie viele hatten wir? 100? 160? 160. Etwa 160. Ich weiß es nicht ganz genau, aber sagen wir 160 Millionen zloty. Auch Paweł Wojcinski hat noch große Ziele. Dafür macht er sich auf den Weg nach Warschau. Viele, die es zu einem Vermögen gebracht haben, wohnen in repräsentativen Villen. Ganz anders in Danzig, auf einer Schiffswerft.
Auf dem Gelände wohnt Millionär Francis Lapp in einem umgebauten Container mit seiner Familie. Die Nähe zum Büro erspart ihm lange Fahrzeiten. Trotzdem ist er auch zu Hause dauernd im Betriebsmodus. Ich arbeite gern. Urlaub für mich eine Woche im Jahr, das ist genug. Und dann nach einer Woche komme ich nervös und dann muss ich wieder zur Arbeit. Wegen das bin ich froh, dass wir wohnen hier in der Shipyard. Wegen das kann ich morgen in die Shipyard gehen und dann komme ich für einen Kaffee zurück. Wesentliche Aufgaben im Haushalt übernimmt das Personal. Josef ist mit 16 Monaten sein jüngster Spross. Insgesamt hat Lapp 7 Kinder. Hallo? You are from? Wie so oft auch heute. Francis Lapp muss schnell zur Arbeit. Salut, Papa. Non, ça va. Sein Vermögen machte der gebürtige Elsässer mit Luxusjachten. Die Erfolgsgeschichte beginnt vor gut 20 Jahren. Lapp kommt nach Polen und beginnt mit dem Bau von Katamaranbooten. Heute ist er weltweit einer der führenden Hersteller. Ungefähr bauen wir 50 Boote im Jahr. Jede Woche kommt eins ins Wasser. Und das billigste kostet 6 Millionen Euro und das teuerste kostet 50 Millionen Euro. Francis Lapp, 67 Jahre alt, kam Anfang der 90er Jahre aus Frankreich. Eigentlich nur wegen einer Autorallye. Mittlerweile ist er polnischer Staatsbürger. Den Bootsbau begann er mit einer Handvoll Mitarbeitenden in einer kleinen Halle. Heute feiert er mit den Wohlhabenden und Prominenten. Oh, dzień dobry, cześć Franio. Guten Tag. Bonjour. Ex-Boxweltmeister Dariusz Michalczewski ist seit vielen Jahren ein enger Begleiter. Francis Lapp zeigt ihm ein neues Boot, das demnächst ausgeliefert wird, und erläutert die nächsten Pläne für die Werft. Wir bauen eine neue Halle. Ja, habe ich gehört. Ja. Da bis dahin? Ja. Ohne dich ist die Firma null. Du bist der Alpha und Omega in dieser Firma. Ohne dich, wenn du weg bist, wenn der weg ist, dann weißt du nicht, keiner weiß, wo vorne und hinten ist. Danke, danke. Ja, aber so sehe ich das einfach. Francis Lapp will immer besser werden. Hier in Danzig hat er den Ort gefunden, an dem er sein Lebensmotto verwirklichen kann. 7 Uhr morgens in der Nähe von Warschau. Wenn ich in Miami bin, stehe ich um 5 Uhr auf, weil der Zeitunterschied dazu führt, dass selbst wenn ich um 6:30 vorm Computer sitze, es bereits 12:30 in Europa ist, egal ob in Paris oder in Warschau. Dort sind unsere beiden wichtigsten Märkte. Ein gutes Aussehen ist mir wichtig und mir ist bewusst, dass man das von mir erwartet. Ich habe verinnerlicht, dass ich gut aussehen muss. Es interessiert niemanden, ob ich einen schlechten Tag habe. Ich muss einfach super aussehen. Eine Stunde später im Büro nahe der Innenstadt. Gosia Leitner ist Chefin einer Modelagentur. Ihr Alltag ist mitunter alles andere als glamourös. Gleich morgens steht ein unangenehmes Telefonat mit einem Kunden an. Eines ihrer Models hat kurzfristig einen Job abgesagt. Nein, wenn sie uns erst am Vortag plötzlich Bescheid gegeben hätte, naja, dann hätte es ein Problem geben können. Okay, also dass der Kunde 3 Tage gewartet hat, ist kein Problem. Sie ersetzen sie also einfach durch jemand anderen. Der Kunde sieht den Vorfall glücklicherweise entspannt. Gosia kann durchatmen. Tschüss. Sowas gefällt mir nicht. Ich habe Angst, dass so etwas in Zukunft zu einem größeren Problem werden könnte. Das mag ich einfach nicht. Vielleicht auch deshalb, weil selbst wenn ich krank bin oder mich schlecht fühle, gehe ich trotzdem zur Arbeit. Dasselbe erwarte ich dann auch von Leuten, wenn wir zusammen Millionen machen wollen.
Gosia Leitner hat rund 2 Dutzend Mädchen zu Topmodels von Weltrang gemacht. Deren persönliche Marken bewertet Forbes auf insgesamt 30 Millionen Euro. Es reicht einmal einzuatmen und laut mit dem Mund auszuatmen. In ihrer Modelwerkstatt schult Gosia zusätzlich den Nachwuchs. Die Mädchen sollen den Umgang mit schwierigen Situationen lernen. Das gilt besonders für Neuentdeckung Natalia. Sie, gerade 16, lief schon in Paris. Das, was mir sofort auffiel, war die Art, wie sie ging. Sie war selbstbewusst und hat die Gesichtszüge eines Models, wie sie schon vor 20 Jahren im Trend waren und jetzt wieder angesagt sind. Und das hat sich in Paris bestätigt. Meist dabei Natalias Mutter. Ja, du gehst mit den Füßen zur Seite, so über Kreuz, machst einen größeren Bogen. Hier stellst du dich hin, damit du dich bequem drehen kannst. Gut. Nach vorn wie eine Kriegerin. Ja. Ja. Starker Blick. Ja, Kriegerin. Es gibt manchmal noch das stereotype Bild, dass die meisten Frauen, die wohlhabend sind, reiche Ehemänner haben. Aber das muss nicht immer so sein. Wir können es auch selbst schaffen. Dafür muss man auch nicht seinen Körper einsetzen. Vor allem zählt die Persönlichkeit. Das wiederholt Gosia auch immer wieder. Die Persönlichkeit ist der wichtigste Punkt in dem Job. Sie widerlegt die Stereotype. Bereit? Sie ist professionell, weil sie durchsetzungsfähig ist und Nein sagen kann. Und im professionellen Modeling macht die Persönlichkeit 80% aus. Nur 10–20% sind das Aussehen. Und genau dieses Komplettpaket hat Natalia. Super, super, ale fajnie, ja się cieszę. Die Hauptstadt Warschau verändert sich seit 20 Jahren rasant. Wie die Skyline schießen auch die Wirtschaftszahlen Polens in die Höhe. Durchschnittlich 3,8% Wachstum pro Jahr. Die Polen sind fleißig. Bei den jährlichen Arbeitsstunden liegen sie 268 Stunden über denen der Deutschen. Die Arbeitslosenquote gehört heute zu den niedrigsten der EU. Hier katapultierte sich Polen in die Top 6 der Volkswirtschaft. Allerdings, auch die Wohnungsmieten sind in den vergangenen Jahren sprunghaft gestiegen. In Warschau will es Luxusmakler Paweł Wawrzynski aufs nächste Karrierelevel schaffen. In Gdynia ist er unter den Maklern der Platzhirsch. In der Hauptstadt noch einer unter vielen. Warschau ist tatsächlich ein etwas anderer Markt. Manchmal konkurrieren 2 oder 3 Makler um die Immobilie einer einzigen Person. Man muss sich also durchsetzen können. Wie Hunderttausende seiner Landsleute hat auch Paweł früher Erfahrungen beim Arbeiten in Deutschland gesammelt. In einem Lagerhaus. Wenn es Richtung Mittag ging, hörten meine Kollegen auf zu arbeiten, egal ob sie noch 1 oder 2 Paletten vor sich hatten. Die ganze Firma stand für 1 Stunde still. Ich habe die Ladung fertig gemacht und der Fahrer konnte gleich weiterfahren, ohne zu warten. Bis heute erinnere ich mich an genau diese Unterschiede in der Einstellung zur Arbeit und Verantwortung. Auf seinem Terminplan steht heute ein wichtiger Besichtigungstermin. Vorher macht er noch einen Abstecher zum Herrenausstatter. Es gibt Dinge, die ich nicht ändern kann, etwa bei 1 Kilo Gewicht mehr oder weniger, oder wenn Sie ins Fitnessstudio gehen und Ihren Bizeps trainieren. Damit es hier nicht zu locker ist, aber auch nicht zu eng. Mode von der Stange. Für die beruflichen Termine des Luxusmaklers keine Option.
Unsere Kunden achten sehr darauf, mit wem sie es zu tun haben. Sie arbeiten mit großen Summen, daher müssen auch wir auf einem gewissen Niveau agieren. Dazu gehören die passende Kleidung, angemessenes Aussehen und Verhalten. Das sind Dinge, die man hat oder sich über die Jahre hinweg antrainiert. Kräftige Brust, ein schlesischer Junge, breit gebaut. Perfekt. Wollen Sie was trinken? Danke, danke. Vielleicht wirke ich ruhig, aber tatsächlich sind wir als Makler ständig unter Spannung. Wir denken die ganze Zeit an Arbeit. Nicht selten wache ich nachts auf und schicke mir selbst eine E-Mail, damit ich morgens an etwas denke. Die Arbeit endet nicht um 17 Uhr. Wir denken quasi ununterbrochen an die Arbeit. Seit 15 Jahren ist der Sitz des exklusiven Geschäfts hier in Warschaus Zentrum. Auch der Chef bemerkt deutlich den Wandel. Ich erinnere mich noch, als wir vor 15 Jahren angefangen haben, hatten wir sehr schöne Jacketts im Schaufenster und die Leute sagten, das ist gut für Mailand, aber nicht für Warschau. Heute sind sie viel offener, was sie tragen. Sie interessieren sich sehr dafür, was rund um die Welt getragen wird. Paweł Wojcinskis Termin rückt näher, an einer der edelsten Adressen Warschaus. Zurück in Danzig. Die Stadt war einst Wiege des Widerstandes gegen das kommunistische Regime. Yachtmillionär Francis Lapp hat hier den Grundstein für sein Unternehmen gelegt, auf dem Gelände der ehemaligen Lenin-Werft. Bis in die späten 80er Jahre waren hier 10.000 Arbeiter beschäftigt. Das Ende des Kommunismus bedeutete vorerst auch das Aus für den Schiffsbau. 2002 war es ganz leer. Keine Leute, nichts, kein Strom. Und wir sind reingekommen und wir haben wieder Leben gegeben zu diesem Platz. Lapp hat das alte Gelände bald verlassen, zog ein paar Kilometer weiter. Geblieben ist die Verbindung zum ehemaligen Staatspräsidenten Polens, Lech Wałęsa. Er hat sein Büro gleich um die Ecke im Solidarność-Museum. Oh, co z tobą? Mensch, du siehst aus wie immer. Nur dünner. Was hast du? Meine Schulter ist verletzt. Bei der Operation haben sie zusammengeflickt. Die beiden haben den Aufstieg Polens tatkräftig mitgestaltet. Ich habe ihm viel zu verdanken. Er hat mir viele Arbeiter gerettet, als die Werften geschlossen wurden. Die Arbeiter waren arbeitslos. Ich war sehr froh, dass er den Leuten Arbeit gab. So hat er meine Ehre gerettet und ihnen Brot gegeben. Polen lag wirtschaftlich am Boden. Das Yachtgeschäft lief noch nicht. Beide hatten ein gemeinsames Ziel. Viel gehofft im Marketing, was wir gesagt haben, nach Mexiko, nach Katar, Dubai, viele Länder zusammengeflogen. Wir haben unsere Ketten gesprengt. Menschen wie mein Freund haben uns die Möglichkeit zur Entwicklung gegeben. Wir freuen uns, dass es solche Menschen gibt, die uns wahrnehmen. Man muss die Polen nur aktivieren, damit sie Geschäfte machen. Heute besitzt Francis Lapp eine der modernsten Werften der Welt. In Danzig arbeiten über 1300 Fachkräfte für ihn. Noch einmal 700 an seinem neuen Standort in Dubai. Tischler, Polsterer, für fast jedes Einzelteil seiner Yachten braucht es Spezialisten und viel Handarbeit. Modernste computergesteuerte Werkzeugmaschinen bearbeiten Teile von mitunter gigantischen Ausmaßen, auf den Millimeter genau.
Wir können ein Element von 35 Meter lang in ein Stück reinmachen in diese Maschine. Und 8 Meter breit, 6 Meter hoch. Vor 20 Jahren brachte kaum jemand Begriffe wie Luxus und High Class in Verbindung mit Polen. Heute jetten Kunden aus Japan oder Katar nach Danzig für Boote wie dieses. 43 Meter lang, aus ultraleichten Kunststofffasern. Kostenpunkt rund 50 Millionen Euro. Wir haben jetzt 2 Kunden von Deutschland, wir haben jetzt 4, 5 von Polen und wir sind noch in 2 oder 3 im zu sprechen, zu unterschreiben. Aber ich sehe, okay, wir sehen in Polen ist mehr Geld jetzt. Viel mehr Geld als vorher. ...700 Kilometer südlich, am anderen Ende Polens. Die Gegend rund um die Stadt Nowy Sącz gilt als Millionärshochburg. Auch Agnieszka Bogdańska gehört dazu. Ich möchte, dass Polen ein Land ist, in dem man seine Träume verwirklichen kann. Ob Sportwagen, Rennpferde oder Flugzeuge, ganz egal, Hauptsache man kann es hier verwirklichen. Agnieszka Bogdańska, 29, studierte und arbeitete mehrere Jahre in England. Zurück in der Heimat übernimmt sie das Fenster- und Türbauunternehmen ihres Vaters und leitet außerdem ein Wellness-Hotel. Vor 2 Jahren beginnt sie, eine marode Ferienanlage in ein Luxusressort umzuwandeln. Morgen steht ein großes Event an. Wie läuft die Arbeit? Werden alle Platz haben? Ja. Wie viele Personen werden es? 35. Okay. Morgen findet unser Fischfestival statt. Es gibt Süß- und Salzwasserfische und Live-Musik. Sogar unser Sänger wird in einem Boot auftreten. Alles steht im Zeichen des Wassers, sogar die Musik. Events, Wellness, Luxus. Mit ihrer Rückkehr nach Polen spürt Agnieszka Bogdańska, in welche Richtung sich das Land entwickelt und welche Chance sich für sie als Unternehmerin jetzt eröffnet. Die Anzahl der Menschen, die eigene Geschäfte haben oder in Konzernen und Firmen gut verdienen, wächst ständig. Das sehe ich auch an unseren Gästen, die sich immer mehr leisten können und bereit sind, für gutes Essen und Qualität zu bezahlen. Die Tickets unserer Festivals und Events sind innerhalb weniger Tage ausverkauft. So groß ist das Interesse. Um das Ressort für die gestiegenen Ansprüche der neuen Klientel flott zu machen, musste sie in den vergangenen 2 Jahren kräftig investieren. Das Geld dafür streckte ihr Vater vor. Es war ein altes, heruntergekommenes, regelrecht verrostetes Gebäude. Als ich hier mit meinem Vater reinging, wusste ich sofort, dass der Balkon weg muss und dafür ein Panoramafenster hier reinkommt. Insgesamt hat das Hotel 90 Betten. Preis für die Luxussuite mit Seeblick in der Hauptsaison rund 150 €. Es sind solche kleinen Details wie diese Scheibe, die ihre Transparenz verändern kann, die den Aufenthalt für unsere Gäste noch angenehmer machen. Agnieszka Bogdańska hat noch viel vor, um das Haus nach ihren Vorstellungen umzubauen und attraktiver zu machen. Zur Strategie gehören Events wie das am morgigen Abend. Die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange. Guten Tag, was kocht denn hier? Der Fischfond? Etwas ganz Besonderes. Gutes aus der Region. Dieses Motto gilt für alles, was Agnieszka ihren Event- und Hotelgästen bieten möchte. Sie ist stolz auf ihre Heimat. Das Poleboat Yachting Festival in Gdynia, ein Pflichttermin für Yachtmillionär Francis Lapp. Die meisten seiner Kunden bestehen auf persönliche Verhandlungen mit dem Boss. Ungefähr 500 Boote seines Unternehmens schwimmen schon weltweit im Meer.
Die Lieferung wäre im März 2027. Deswegen machen wir die Bestellung schon jetzt. Wirtschaftsbosse, Prominente, Politiker. Viele seiner Kunden legen großen Wert auf Diskretion. Auch dieses Paar möchte lieber nicht erkannt werden. Vom Entwurf bis zur Fertigstellung einer Luxusjacht dauert es in der Regel 2 bis 3 Jahre. Für Superreiche gibt es wohl kaum eine Möglichkeit, auf einen Schlag mehr ihres Vermögens ins Hobby zu investieren. 200 Designer feilen an den Entwürfen für die neuen Modelle. Francis Lapp gibt immer die Richtung vor. Wenn ein Design ist, das ist nicht nur für ein Jahr, das ist für 5, 6 Jahre, muss der Trend gut sein. Mit Chefdesignerin Agnieszka Blizniuk arbeitet Francis schon seit 11 Jahren zusammen. Wenn das so gebaut wird, kann man es günstiger verkaufen. Mit Sicherheit. Und die Fenster? Wären die solche geraden oder so Sunreef-artige? Nee, eher die geraden. Bisher hatte Francis Lapp meist den richtigen Riecher und will mit seinem Unternehmen weiter wachsen. Zurück in Warschau. Luxusmakler Paweł Wawrzynski hat eine Verabredung an Polens exklusivster Wohnadresse, dem Złota 44. Die Chefin der Eigentümergemeinschaft empfängt ihn. Das Złota 44 ist ein außergewöhnliches Gebäude. Vor allem ist es ein sehr sicheres Gebäude. Der Zutritt erfolgt nur durch ein Gespräch mit unserer Rezeptionistin und dem Sicherheitsmitarbeiter. Unmittelbar neben dem von Stalin erbauten Kulturpalast gelegen, ist das Złota 44 Europas höchstes Wohngebäude. 52 Stockwerke, 192 Meter hoch. Der Turm mit seiner markanten Glasfassade gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt. Und es steht für puren Luxus. Und hier befinden wir uns im Poolbereich. Unser ganzer Stolz im Złota 44. Wahrscheinlich ist es der größte Pool einer Wohnanlage. In ganz Warschau gibt es keinen größeren. Das ist der 8. Stock? Genau, der 8. Alles hochwertig ausgestattet. Auch für Promis wie Fußballstar Robert Lewandowski. Etliche Superreiche haben Apartments im Złota 44. Insgesamt gibt es im Turm 300 Wohnungen. Kaufpreis 3 Millionen Euro aufwärts. Wawrzynskis Ziel? Ein Eigentümerwechsel unter seiner Vermittlung. Eine solche Immobilie wird nicht auf dem regulären Markt verkauft. Es handelt sich um den sogenannten Off-Market. Hier müssen wir zu potenziellen Kunden durchkommen. Sie bekommen was Besonderes und sind bereit, darauf zu warten. Nicht viele Makler können von sich behaupten, solche Immobilien zu verkaufen. Daher bin ich wirklich stolz und einen Benefit bringt es mir auch. Für ihn würden bei einem Deal rund 100.000 Euro Provision rausspringen. Und er hätte das Ticket für weitere lukrative Geschäfte in Warschau. Luxusimmobilien in Polen, anscheinend eine gewinnbringende Investition. Auch Modelagentin Gosia Leitner denkt über Wege nach, ihr Geld anzulegen. Bisher hatte sie mit Kunst nicht viel am Hut. Das möchte sie jetzt ändern. Wenn wir in etwas investieren, warum sollte es dann nicht tolle Kunst sein, die sogar im Wert steigt? Damit ich oder meine Kinder die Kunst in 10, 15, 20 oder vielleicht 30 Jahren weiterverkaufen können, wenn sie noch mehr wert ist. Ist das aus Gold? Ja, das ist echtes Gold, quasi ein echtes Schmuckstück. Die Kugel und die Skulptur eines polnischen Künstlers gibt's nur zusammen. Preis rund 40.000 Euro.
Ich habe in Miami eine Menge polnischer Kunst gesehen. Ich wusste sofort, dass ich polnische Kunst zu Hause haben muss. Sie ist in der ganzen Welt bekannt. Sie ist tiefgründig und gibt mir das Gefühl, dass mich jemand versteht. Ich finde, das ist die richtige Höhe. Es ist gut, dass wir mit dem Schriftzug Bogdański angefangen haben. So hat auch noch unser Werbeslogan Platz. Ja. Ein großer Tag für Agnieszka Bogdańska. Gemeinsam mit ihrem Cousin Sławomir übernimmt sie ab jetzt das Fenster- und Türbauunternehmen ihres Vaters. Das Unternehmen wächst seit 3 Jahrzehnten kontinuierlich. Ihr Vater hat die Firma gemeinsam mit seinem Bruder aufgebaut. In einer Garage fingen beide an. Heute beschäftigen sie 100 Mitarbeitende und produzieren für Kunden weit über Polens Grenzen hinaus. Czesław Bogdański setzt sich zur Ruhe mit knapp 60 und vertraut seiner Tochter sein Lebenswerk an. Ich denke, dass Agnieszka meine Eigenschaften hat. Und es freut mich, dass Sławomir diese Eigenschaften ebenfalls besitzt. Dass sie auf derselben Wellenlänge sind. Wenn sie sich etwas vornehmen, arbeiten sie bis zum Ende daran. Sie fangen Projekte nur an, wenn sie durchziehen und lassen sie nicht auf halber Strecke liegen. Das Unternehmen Bogdański ist ansässig in Nowy Sącz, einer 80.000 Einwohnerstadt im Süden Polens am Rand der Karpaten. Nowy Sącz gilt als Stadt der Millionäre. Pro Kopf gibt es hier so viele wie nirgends sonst in Polen. Was kommt von ihrem Reichtum bei den Leuten an? In meinem Geldbeutel kommt davon nichts an. Aber ich weiß, dass die Region sehr attraktiv ist für reiche Leute und sie sich dadurch entwickelt. Die Löhne sind sehr niedrig. In Nowy Sącz gibt es leider auch deshalb so viele Millionäre, weil die Menschen landesweit hier den niedrigsten Lohn bekommen. Auf jeden Fall sind wir mit allem vorangekommen. Und wie es jemandem im Leben geht, hängt auch von jedem selbst ab. Die Region hier ist schön. Die Leute wollen einfach nicht weg. Die Gegend um Nowy Sącz, geprägt von grünen Hügeln und bewaldeten Berghängen. Mittendrin Einfamilienhäuser. In vielen sind Handwerker zugange. Auch in Polen gibt es Förderprogramme zur Wärmedämmung. Gut für das Fensterbauunternehmen, das Agnieszka von ihrem Vater übernimmt. Wie läuft die Arbeit? Gut, die Fenster sind ausgemessen, alles passt. Was denkst du? Wann seid ihr fertig? Ich denke heute. Super. Ab und an schaut Agnieszka Bogdańska auf ihren Baustellen vorbei. Denn sie ist noch weit davon entfernt, auf dem Gebiet Expertin zu sein. Am Anfang ist es mir sehr wichtig, Baustellen in der Umgebung zu besuchen. Wenn ich weiß, dass unser Montageteam in der Nähe ist, versuche ich vorbeizuschauen, um zu lernen und Fragen zu stellen und so viel wie möglich mit den Eigentümern der Projekte zu sprechen. Der Wettbewerb in allen Branchen ist härter geworden. Früher warteten Kunden mitunter Jahre auf Fenster. Heute muss das Angebot binnen Stunden bei ihnen sein. Sonst gehen sie zur Konkurrenz. Agnieszka Bogdańska hat im Nordwesten Englands International Business und Management studiert. Zurück in Polen fährt sie als Unternehmerin zweigleisig. Neben der Führung des Fensterbauunternehmens leitet sie auch das Wellnessressort. Was noch fehlt, ist der passende Wein für das Event. Den hofft sie ganz in der Nähe zu finden. Auf einem Hektar baut Kamil mehrere Sorten an. Sie sind schon mittelgroß. Bis Ende September, Anfang Oktober sind sie reif. An die 700 Weinberge gibt es mittlerweile in Polen. Die Nachfrage nach dem heimischen Rebensaft steigt kontinuierlich. Ein kleines Weingut, viel Handarbeit.
15.000 Flaschen hat Kamil abgefüllt. Eine kostet 17 €. Man schmeckt die Zitrusnote, sehr angenehm. Von Anfang an ist unsere Kommunikation mit dem Gast so, dass wir auf lokale Produkte und Zutaten setzen. Wir achten auf die höchstmögliche Qualität dessen, was wir anbieten, womit wir unsere Gäste verwöhnen. 2 Sorten hat Agnieszka ausgesucht und 20 Flaschen geordert. Tatsächlich wird bei dem Event auch der Aufstieg und das neue Selbstverständnis des Landes zelebriert. Der wirtschaftliche Unterschied zwischen Polen und Deutschland verschwindet. Die Polen können sich nun einen ähnlichen Standard leisten, egal ob Autos oder Luxusgüter. Das finde ich sehr positiv, dass wir wirtschaftlich auf dem Weg nach oben sind und uns vor unseren deutschen Freunden nicht schämen müssen, weil uns etwas fehlt. Polen, der unterschätzte Nachbar. Dabei lohnt der Blick nach Osten in vielerlei Hinsicht. Polen entwickelt sich sehr schnell. Wir können zum Beispiel überall mit Karte und Telefon bezahlen. Wenn wir heute ein Paket verschicken, wird es morgen am anderen Ende Polens sein. Das alles sind Dinge, die den Alltag wirklich erleichtern. Ein Land, das anscheinend funktioniert. In weltweit schwierigen Zeiten schon beinahe die Ausnahme. Und das spricht sich rum. Ganz Europa kommt nach Polen zu bauen. Nicht nur Boote, alles. Ich denke schon, wir haben viel geholfen, in Polen das Image zu wechseln. Polen wird ernst genommen. Weltweit. Das Bild von Polen hat sich sehr verändert. Als ich vor 3 Jahren in den USA erzählte, woher ich komme, wussten die Leute auf einmal, wo Polen liegt. Und das, obwohl für die Amerikaner Europa einfach nur ein kleines Land ist. Plötzlich wissen alle, dass wir fast 40 Millionen Menschen sind, die eine Kultur haben und eine gemeinsame Sprache sprechen. Die neue Oberschicht ist stolz und feiert, wie hier in der Nähe von Nowy Sącz. Auf dem Ressort von Agnieszka ist alles gerichtet für das Event mit betuchten Gästen. Ich freue mich sehr, euch als Gäste zu haben. Das ist ja nicht unsere erste Veranstaltung, die uns so gut gelingt. Ihr uns daher vertraut und gerne Zeit mit uns verbringt. Ein Ticket kostet umgerechnet 25 €, inklusive Aperitif und Vorspeise. Hauptgang und weitere Getränke kosten extra. Und wie kommt der polnische Wein bei den Gästen an? Ein sehr guter Wein. Ich empfehle ihn. Der Wein ist großartig, besser als in Italien. Wir waren gerade im Urlaub in Italien und der Wein unterscheidet sich wirklich nicht vom italienischen. Das ist wirklich ein richtiges Highlight hier. Es ist warm, eine angenehme Brise weht, einfach schön. Viele Leute sind gekommen, der Fisch ist frisch, man muss nicht aus Polen weg. Wir haben alles hier. Ich bin sehr zufrieden mit der ganzen Veranstaltung. Alles ist wunderbar gelungen. Auch das Wetter hat mitgespielt, was wichtig war, da die Feier ja auf dem Steg stattfindet. Ich hoffe, dass das erst der Anfang für kommende Veranstaltungen ist und wir hier Magie erschaffen können. Die Polen genießen ihren neuen, hart erarbeiteten Wohlstand. Jetzt muss die Generation um Agnieszka beweisen, dass sie diese Erfolgsgeschichte fortsetzen kann.